Hallihallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Sketchbook-Tour. Ich kann kaum glauben, dass ich das Video jetzt schon wieder mache. Es fühlt sich so an, als hätte ich die letzte Sketchbook-Tour erst letzte Woche gedreht. Auf jeden Fall bin ich fertig mit diesem Sketchbook. Das ist eins von Royal Talens in A5 ungefähr. Und ja, es ist super viel passiert. Ich kann gar nicht warten, euch jetzt zu zeigen, was in diesem Sketchbook alles so drin ist. Ich bin irgendwie echt stolz darauf, weil ich bin sehr zufrieden mit diesem Sketchbook und ich habe auch das Gefühl, ich habe so ein bisschen mehr noch herausgefunden, auf was es für mich ankommt bei so einem Sketchbook und was für mich gut funktioniert. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Also bleibt ruhig dran, ich bin gespannt, was ihr sagt. So, dann fangen wir mal an. Das ist das Sketchbook, um das es geht. Ich liebe es, wenn die Seiten so gewellt sind. Da sieht man richtig, was drin passiert ist. Und dann fangen wir mal an. Ich habe die erste Seite, das habe ich euch auch schon als Tipp gegeben. Falls ihr euch unsicher seid, wie man so ein Sketchbook anfangen soll, das habe ich mit einem Labelmaker mir so ein kleines Zitat rausgesucht. Und dann habe ich mir vorgenommen, von jeder Blütenart, die ich hier in dem Sketchbook mache, dass ich die einmal vorne auf die Vorderseite dann packe. Also wie so eine kleine Collage oder Zusammenfassung quasi, und ich finde, das ist voll cool geworden, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, das so zu machen. Ich habe übrigens da vorne 2 Seiten rausgeschnitten und dabei ist mir ja, ein bisschen das Messer abgerutscht, aber egal, es hält noch. Ja, dann ging es mit so ein paar Blumenstudien los, da habe ich schon mal ein bisschen mit ein paar Schriften rumgespielt, was ich dann wirklich sehr für mich entdeckt habe. Also diese Sachen beschriften, das zieht sich jetzt durch das ganze Sketchbook durch. Ich war auch letztes Jahr in so einer Monet-Ausstellung und habe mir ein Buch mitgenommen und da wollte ich da irgendwie was grob nachmalen und habe dann mich für diese Landschaft hier entschieden. Und hier, das ist der Leuchtturm, da wird es ja auch einen Livestream dazu geben. Der ist mit Gouache, mit Buntstiften und so einem Jelly Roll entstanden. Fand ich richtig cool. Also ich habe bei Gouache immer so ein bisschen Probleme gehabt, mich da reinzufinden, aber so dieses bisschen unkontrolliertere und bisschen gröbere gefällt mir total gut. Und das war auch so eine der ersten Landschaften, die ich damit dann für mich entdeckt habe. Genau, so ein Vögelchen hatte ich schon mal gemalt und irgendwie fand ich das ganz cool. Ich hatte das zuerst ohne die Blätter und dann fand ich das irgendwie lame. Dann hatte ich die Blätter dazu gemalt, fand es auch noch lame und dann mit dem Rahmen fand ich es dann okay. Also irgendwie ein bisschen rumprobieren und mal liegen lassen tut auch ganz gut. Ja, und hier ging es dann los mit den so tagebuchartigen Seiten. Da war ich in Colmar in der Markthalle und da gibt es ja ganz viele tolle Sachen und ich fand das so cool, irgendwie das einfach so ein bisschen zu dokumentieren. Also ja, kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Und das war die erste Seite, die Probeseite für meine Oktober-Doodles, beziehungsweise das ist der Startschuss für die Doodle-Reihe, die jetzt auch hier auf YouTube ist. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt jeden Monat um die 10 kleine, einfache Motive, die ihr ganz easy mit Aquarell machen könnt. Genau, offensichtlich noch voll im Herbstmodus hier und gleichzeitig auch noch im Experimentiermodus hier mit Gouache und so verschiedenen Pflanzenarten und auch mit Buntstift habe ich hier gearbeitet. Also ich habe wirklich versucht, so ein bisschen mein Spektrum zu erweitern. Hier so die floralen Sachen und Aquarellsachen, das ist ja so mein Go-To, das ist wo ich herkomme, was ich wirklich am allerliebsten mache und was ich auch irgendwie ganz gut kann. Und das sind so jetzt die Experimente, die mich ein bisschen weitergebracht haben im letzten Jahr und auch auf jeden Fall in meiner Arbeit, in meinem Stil so, genau, also ihr seid auf einer Reise dabei. Der Markttag hier in Münster ist ja auch immer sehr schön und das war auch so eine kleine Erinnerungsseite einfach für mich, was ich so entdeckt habe. Man lernt ja immer auf kleine Sachen zu achten, wie zum Beispiel so den Lakritzstand oder dann die einzelnen Lebensmittel, die es da gibt. Also ja,
haltet auf jeden Fall die Augen offen, wo er hingeht. Das ist so eine Art Dokumentation, Reisedoku. Das habe ich einfach von einem Foto abgemalt. Hier in NRW gibt es die Listertalsperre. Und da stand so ein süßes Häuslein, das fand ich irgendwie ganz cool. Ja, hier mal was mit einem Zitat und einem süßen Pilz. Fand ich irgendwie cool. Da war ich noch im Pilzfieber und wollte dann ein cooles Zitat noch dazu packen. Fand ich ganz süß. Hier habe ich so Blumenstudien aus einem, ihr kennt doch bestimmt diese kleinen gelben Bücher. Und da habe ich das einfach abgemalt, einfach um so ein bisschen Botaniklehre zu lernen. Also das habe ich mir nicht alles selbst ausgedacht, das ist nur abgemalt. Genauso wie das. Ja, ein Kranz, davon gibt es auch sehr viele. Das geht auch, finde ich, wirklich gut in so einem Sketchbook einen Kranz zu malen. Ich dachte am Anfang erst so, ist vielleicht schwierig, wenn es über die Seite drüber geht, aber eigentlich funktioniert das total gut. Hier war ich auf so einem Bauernhof, da gab es richtig süße Tierchen. Die habe ich dann auch hier reingemacht. Ich mache ja Tiere nicht so oft, aber irgendwie das hat ganz gut funktioniert. War ich ganz erstaunt. Also es hat mich auf jeden Fall motiviert, das immer mal wieder auszuprobieren. Ja, und hier habe ich mit Nadja einen Livestream gemacht bei Instagram. Der hat mir richtig gut gefallen, der ist mir so positiv auch in Erinnerung geblieben. Eigentlich jeder Livestream, den ich mit ihr mache, aber irgendwie der ganz besonders, den fand ich richtig schön. Und dann war ich immer noch weiter im Doodles-Fieber um die Weihnachtszeit rum, wie ihr seht. Das hier ist auch mit Gouache und Buntstiften, einfach so ein kleines Muster, so eine ganz abstrakte Blumenwiese vielleicht. Das hier sind so einzelne Motive, die ich aus einer Zeitschrift einfach abgemalt habe. Das kann ich euch auch empfehlen, einfach in eine Zeitschrift mal reinzugucken und dann euch wirklich einzelne Gegenstände zum Beispiel rauszusuchen, wenn ihr was Kleines malen wollt. Das funktioniert echt gut und da könnt ihr dann eine ganze Seite mitfüllen. Es muss ja nicht immer direkt so ein fertiges Bild sein oder eine Landschaft oder ein Blumenkranz. Es können auch wirklich einzelne Sachen sein. Das funktioniert wirklich gut. Ja, und das hier ist das Bild, das erste Bild meiner 100 Sketches Challenge. Also ich habe eine Challenge mir ausgedacht, bei der ich 100 kleine Bilder und Sketches in 2024 machen will. Und das ist Nummer 1. Das kann alles Mögliche sein, vom Strichmännchen bis zu einem Blumenkranz oder so einem, Flatlay quasi. Also wenn ihr mitmachen wollt, es gibt auch einen Hashtag dazu, also ich würde mich freuen, wenn noch ganz viele Leute bei der Challenge teilnehmen. Hier habe ich mich an einer Landschaft probiert, auch im Mixed Media Stil, wieder mit Gouache und Buntstiften und so einem Jelly Roll. Und dann wollte ich eine Seite machen, die so ein bisschen eher dokumentarisch ist. Und zwar zu einem Storch. Irgendwie fand ich das ein cooles Motiv und habe mir dann noch so bei Wikipedia einfach ein paar Facts rausgesucht und die dazu geschrieben. Und dadurch, dass es halt über 2 Seiten so ein bisschen nur ganz leicht drüber geht und dann noch mit der Schrift, das fand ich, sah irgendwie ganz cool aus. Hier der Prinzipalmarkt in Münster, wer kennt ihn nicht? Bisschen abstrakter mit, das ist tatsächlich Textmarker und Fineliner, die Kombi. Fand ich irgendwie auch ganz gut gelungen eigentlich. Und dann sind wir wohl schon im Februar angelangt mit den Doodles. Da gibt es auch ein Video hier auf YouTube. Hier habe ich, ich glaube, ich habe gelernt, das heißt eigentlich Passionsfrucht. Ist jetzt aber zu spät. Jetzt sind Maracujas. Auch, ein kleiner Sketch, beziehungsweise relativ schnell und unkompliziert einfach so ein paar Früchte gemalt. Es geht immer ziemlich gut. Und ich mag den Mix mit verschiedenen Gouache-Farben, die so auf dem Papier miteinander zu vermischen. Das sieht immer richtig cool aus. Hier ging es dann weiter mit ein paar Blümchen, einer Landschaft. Da habe ich einfach bei Pexels oder Unsplash oder so mal geschaut. Und das fand ich ganz cool mit dem Baum. Ja, und hier habe ich mich an ein paar Zimtschnecken probiert. Die habt ihr vielleicht auch schon bei Instagram gesehen.
Und auch hier fand ich das mit der Tischdecke soll das ja sein, mit dem Hintergrund irgendwie richtig cool. Zuerst hatte ich nur die Zimtschnecken, dann war es mir zu langweilig, dann dachte ich, nee, da muss noch irgendwie was mit dazu. Und das hat es irgendwie dann rausgerissen. Mein kleines Lama mit einem coolen Spruch, den ich auch besonders lustig fand. Hier wollte ich so ein Eichhörnchen machen, ist ein bisschen pummelig geworden. Und irgendwie, ich glaube, die Proportionen sind auch nicht so ganz ideal, aber ist egal. Habe ich draußen angefangen zu malen und ich mag es irgendwie trotzdem ganz gern. Hier ist wieder eine kleine Tagebuchseite aus Freiburg. Habe ich einfach verschiedene Sachen, die ich besonders ästhetisch fand, hier mit aufgenommen. Den Kranz kennt ihr vielleicht, das ist mein Landlustkranz dann geworden, den ich in meiner Kooperation mit der Landlust dann malen und im Workshop zeigen durfte. Und dann war ich irgendwie total wieder im Blumenfieber auf einmal, also da ging es dann richtig los und ich habe diesen Kranz auch gemacht, der mir auch echt gut gefällt. Noch ein paar Pfingstrosen. Und das war im Frühjahr diesen Jahres. Und irgendwie musste ich aber an Sonnenblumen denken und dachte, komm, ist egal. Ist zwar noch nicht Herbst, aber ich finde es trotzdem gut. Also ihr merkt, ich war auf einmal wieder in meinem floralen Tunnel drin. Genau. Hier meine Zimmerpflanze habe ich auch mal gemalt. Also so um sich rum entdeckt man wirklich manchmal so ein paar Sachen, die einen dann auch einfach für eine Sketchbook-Seite inspirieren. Ein paar österliche Blümchen schon. Und dann ging es wieder weiter mit den Grenzen. Das ist also, ja, da falle ich einfach immer zurück. Hier ist eine neue Doodle-Seite. Ich glaube, das ist entweder März oder April. Gibt es auch ein Video dazu auf YouTube. Und hier habe ich ein paar Trockenblumen-Experimente gestartet. Das ist einfach auch ein richtig cooles Themenfeld, so Trockenblumen. Das gefällt mir echt richtig gut. Habe ich mich ein bisschen ausprobiert. Und das ist jetzt wieder auch, ich glaube, eins meiner liebsten Mixed-Media-Experimente hier, so Artischocken. Eigentlich mega einfach und dann hier mit den Buntstift-Details noch drauf, kommt es richtig gut raus. Das kann ich euch mal ein bisschen näher zeigen. Also ich mag die Textur und ja, die Farbverläufe irgendwie echt sehr gerne. Hier noch ein Blumenkränzchen. Und hier habe ich so drei Löffel in meiner Schublade gefunden, die irgendwie so lustige Muster hatten. Ich mache die mal. Ich habe es mir die Farbkombination cooler vorgestellt, als ich die Marke in der Hand hatte, weil es auch mit Filzern gemacht ist. Es ist jetzt nicht so ganz super ästhetisch, aber sowas darf auch Platz haben im Sketchbook. Und hier wollte ich mal ausprobieren, wie das ist mit einem Brushpen, so Blumenmotive zu machen. Fand ich schon einen guten Anfang. Das muss ich auf jeden Fall mal noch weiterdenken, weil mir das echt ganz gut gefällt. Ja, und hier war ich Macarons essen. Und die waren so schön bunt. Die musste ich auch direkt hier mit integrieren ins Sketchbook. Also ist auf jeden Fall ein cooles Motiv. Diesen Blumenstrauß, den abstrakten, kennt ihr vielleicht auch. Das ist auch eine Basis aus Gouache und dann habe ich mit Neocolors, Jelly Rolls und Buntstiften hier noch ein paar Outlines und Details drauf gemacht. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Hier hatte ich auch einen Livestream, den gibt es bei Instagram, der ist da abgespeichert, wo ich meinen Landlustkasten euch vorgestellt habe. Und dann haben wir so einen kleinen Blumenkranz. Irgendjemand hatte Blumenbanane vorgeschlagen. Ich glaube, Marlin war das. Oder Nadja, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ist das jetzt die Blumenbanane für immer und ewig. Hier mal ein anderes florales Experiment, auch mit Gouache und dann mit so einem richtig streng abgemessenen Rand. Finde ich, sieht richtig cool aus. Und das Schöne an solchen Blumen ist, dass man das so peu à peu ausfüllen kann. Also dann wird halt die eine Blüte größer, dann machst du halt das nächste Blatt ein bisschen kleiner und das finde ich irgendwie ganz, ganz nice. Kann man gut mal machen. Hier ist nochmal so eine kleine Landschaft, auch wieder mit Gouache und Buntstiften und ein bisschen Filzer.
oder Marker, ja. Hier sind wir bei den April-Doodles. Ich glaube, das ist mit meine liebste Doodle-Seite, weil die irgendwie so frisch und fröhlich und freundlich ist und mir die Farbpalette irgendwie sehr gut gefällt. Auch das ist hier bei YouTube. Schaut euch das gerne alles mal an und malt mit. Hier habe ich ein paar weitere Sketches für meine Challenge angefertigt, also direkt 3 so kleine Mini-Landschaften. Und es ging nochmal weiter mit Trockenblumen und weiteren Blumen, wieder mit Gouache. Also ihr merkt, ich habe viel mit Gouache gemacht in diesem Sketchbook, einfach weil ich da so ein bisschen das Gefühl hatte, ich habe jetzt so den Dreh raus, was für mich da gut funktioniert. Also ich glaube, es sind weniger so diese ganz detaillierten und ganz ordentlichen Bilder, die man so oft sieht mit Gouache, sondern für mich ist es eher so ein bisschen auch lockerer, loose und so wie bei zum Beispiel diesem hier, dass man auch mal einfach rumschmiert so ein bisschen mit den Farben und die miteinander auf dem Papier vermischt. Das gefällt mir richtig gut. Das sieht man hier auch bei dem Strauß echt gut, wie das so aussehen kann. Genau. Ja, hier ist so eine Art Stillleben. Ich wollte irgendwie so ein Croissant, dachte ich, das wäre cool. Und dann wollte ich noch drumherum so eine kleine Frühstücksszene machen. Das ist dann das geworden. Und auch hier was mit Zitronen, so ein kleines Stillleben. Hier habe ich mal wieder geblümelt. Ich habe hiermit angefangen, das hat mir dann irgendwie gar nicht gefallen. Und dann dachte ich, oh je, wie kann ich die Doppelseite retten? Und dann dachte ich, naja, mache ich einfach noch ein paar andere Sachen dazu, die vielleicht ein bisschen davon ablenken. Und so in der Masse sieht es auch eigentlich auch wieder ganz gut aus. Oh ja, hier hatte ich mir einen richtig schönen Strauß auf dem Markt geholt. Und ich fand auch hier die Farbpalette so geil. Dann habe ich direkt das mal hier verewigt. Und auch hier so ein bisschen, ja, so eine kleine Szene, quasi so ein Einkaufskorb, wo ich mir denke, oh, da kann man so einen richtig schönen italienischen Abend mitmachen mit diesen Sachen hier drin. Ja, und hier habe ich meinen Füller gefunden, meinen Schulfüller. Und habe mich mal in so ein paar Briefmarken versucht. Mit ganz einfachen Motiven. Also, falls euch mal gar nichts einfällt, kann ich euch das empfehlen. Einfach ein paar Quadrate oder Ovale, bisschen umringeln und dann irgendwas reinmalen. Geht ziemlich gut. Denn hier wollte ich noch was auf diese Seite machen und ich dachte, Briefmarken, was passt dazu? Ein Brief, okay. Und was mache ich in den Brief? Okay, Blumen. Also, es war alles so eine kleine Bauchentscheidung. Hier geht es weiter mit ein paar Mixed-Media-Landschaften. Auch mit Gouache und Buntstiften. Wie könnte es anders sein inzwischen? Hier habe ich mit Pastellkreiden ein paar Erdbeeren, ein paar abstrakte gemalt. Finde ich auch ganz geil. Hier dürfte ich das Buch von Andrea ausprobieren und wie süß sind die Kugelfische. Ich komme da irgendwie gar nicht drauf klar, wie süß die sind. Das sind 2 Motive, die in dem Buch gezeigt werden von ihr und die habe ich auf eine Seite gepackt. Gefällt mir auch echt gut. Hier war ich bei uns am Aasee einmal und da gibt es ja so tolle Häuser, so richtige Villen und es sieht immer ganz schick aus. Und mit den Booten, die da vorbeifahren, das musste ich dann auch hier im Sketchbook verewigen. Das hier ist so, ich weiß gar nicht, was das sein soll. So eine kleine Fantasielandschaft, glaube ich, einfach mit einem Berg und ein bisschen Sonnenuntergang, ein paar Vögel, ein bisschen Wiese und Büschen. Aber eigentlich ganz, ganz schick. Genau. Oh, meine My-Doodles, die gefallen mir auch ziemlich gut, vor allem hier die Kuh. Die gibt es bei Instagram als Livestream, das ist auf jeden Fall abgespeichert. Könnt ihr euch gerne anschauen, da auch mit Aquarell und Buntstiften. Hier ist auch wieder, da war ich noch nicht so fertig mit den Briefmarken, habe ich das Gefühl. Das ist auf jeden Fall auch ein Untergrund aus Gouachefarben und dann mit Fineliner drüber. Und dann war ich hier wieder im Blumenfieber bzw. im Früchtefieber. Die kennt ihr vielleicht auch schon, die Grenze von Instagram, habe ich da hochgeladen. Fand ich sehr
sehr cool. Und auch hier ein Birnenkranz. Ich muss einfach mehr Kränze malen. Das macht mir so viel Spaß. Hier gibt es eine Ofengemüseseite. Da habe ich einfach mein Abendessen mal gemalt. Noch im unverarbeiteten Zustand. Und dann hatte ich irgendwo so ein Bild gesehen, wo auch so ein bisschen, ja, verschiedene Arten von Tomaten oder verschiedene Reifegrade von Tomaten gezeigt wurden. Das fand ich richtig toll. Ja, und das ist so eine Sache, Menschen malen, die möchte ich lernen. Das möchte ich noch weiter ausbauen und das ist mir ganz gut gelungen, glaube ich. Also mal schauen, vielleicht gibt es davon im nächsten Sketchbook ein bisschen mehr. Und ihr, ja, seht, wir sind auf der letzten Seite angekommen. Hier ist das Sketchbook tatsächlich schon zu Ende. Also ein Kranz durfte es natürlich wieder werden und ich wollte irgendwie was Kleines hinschreiben. Das fand ich dann ganz passend. Und das war's. Aus die Maus. Das war mein Sketchbook. Es ist fertig. Also ihr seht, es ist viel passiert. Und ich bin sehr happy und ich bin sehr gespannt, wo die nächste Reise jetzt hingeht. Also, ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ich freue mich auf euer Feedback. Das war's. Die Sketchbook-Tour Nummer 2 ist vorbei. Ja, also ihr seht, ganz schön was los in diesem kleinen Sketchbook. Ja, ich bin, wie gesagt, sehr happy damit. Ich habe mir für mein nächstes Sketchbook aber vorgenommen, dass ich ein bisschen freier wieder werden soll. Also es ist ja schon sehr ordentlich irgendwie auf eine Art und Weise. Also sehr viel Fertiges, wenige Experimente, wenig wirklich nur mal eben gesketcht. Da habe ich mich ein bisschen drauf, ja, versteift, dass da, ich weiß auch nicht, irgendwie bei diesem Sketchbook wollte ich halt einfach, dass alles schön aussieht und ich meine, tut's auch, aber ich glaube für das nächste Sketchbook, das ist ja auch die Aufgabe von einem Sketchbook, dass es einfach ein bisschen chaotischer auch mal sein darf und Seiten drin sind, wo man sagt, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt als fertiges Bild bezeichnen, aber darauf kommt es auch nicht an. Naja, nichtsdestotrotz freue ich mich auf eure Meinung dazu und wir sehen uns beim nächsten Sketchbook.